Yeah, ich bin's, euer Nordmann. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, 7 Days to Die. Und ich bin heute wieder sehr, sehr früh für euch aufgestanden. Es ist jetzt wieder 4 Uhr, noch nicht ganz 4 Uhr, 2 Minuten vor 4. Und ich ziehe mir den Stream für euch rein und schneide natürlich die besten Szenen in dieses Video. Ich bin gespannt, was kommt. Es ist auf jeden Fall der neueste vom neuesten Stuff. Deswegen bleibt unbedingt dran, vergesst nicht zu abonnieren. Let's go, rein ins Video. Lots of stuff to talk about. Ihr hört schon, es gibt viel Zeug, wo wir drüber sprechen können. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was diesen Stream alles zum Vorschein kommt. Let's do this. Oha. Grafisch. Stark, stark, stark. Yes, this fabulous POI was originally created by Richard Hemick, one of the founders of the Fun Pimps. Wow. And one thing I wanted to Gefällt mir do gut. this alpha was to give the cabins a little bit of an upgrade treatment with all the new art and props and all the great stuff we have. And this da ist endlich mal ein Auto. Hier können wir sehen, example ob das auch geil rüberkommt. Komm, geh mal zum Auto, bitte. to update with all of our new stuff. Schon geiler. You want to Oh, Mist, ihr habt es nicht gesehen, weil meine Kamera davor ist, Leute. go Entschuldigung. inside that main room behind the chimney. And we don't Oh, want to jetzt tease, könnt ihr es ein we kinda bisschen wanna sehen, tease aber guys a little bit. We don't wanna give away ist too natürlich much. nicht Once so you geil guys wie auf play den it, Bildern. enjoy it. Leider. This is going to be content for you guys to discover and have fun with. So we don't want to ruin it all for you. Aber gut. Okay. Wir kriegen jetzt wirklich mal ein bisschen Gameplay. Nochmal aus Alpha 21. Da kommen tatsächlich mal ein paar Zombies. Sie haben leider den Sound aus im Stream. Ich weiß nicht genau warum. A lot of this stuff. Sehr schade. Sometimes people ask, why do you guys keep iterating as you go through the alphas? It's like we're working our way towards a final Sieht das quality geil aus. Ich habe so product Bock auf product. Alpha 21, Leute. And we're trying to respect the original intent and Aber design vision of older POIs. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass die Zombies immer noch genauso sind wie vorher. Hiding out in at night. Da habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Oh, hier mit der Tür. You may remember this POI. Krass, sieht geil Hidden aus. out at night in here. And it's gotten now the luxury Ja, treatment. nur mit seiner I call it the luxury Fackel. treatment because it's getting all this fancy art that we didn't have before. So, really hope you guys like this stuff. Ja. Das mögen wir auf jeden Fall. POIs have been updated. Gefällt uns. Makeover with the new art. Ja, den Ingame-Sound aus, sagt er extra. Ja, gut, okay. Das ist natürlich, weil ich weiß nicht genau warum, aber die Entwickler, die haben sehr, sehr schlechte Mikrofone und Headsets am Start. Das ist mir schon in den ganzen Streams, also in allen Streams aufgefallen von denen. Okay, hier haben wir mal eine schwierige Aufgabe auf jeden Fall, also 5 Totenköpfe. Es ist ja wieder so eine krasse Station. One of my favorite pieces of art that is in this alpha is the new tent set. It's fantastic. Das ist völlig nice. Brad did the proxies. I think they mentioned that in the art stream. Fuwa kann es auch nicht lassen, auf die zu schießen. Er fliegt da rum und trotzdem muss er drauf schießen. Those are great. Okay, er hat die Aufgabe zwar nicht angenommen, aber da wird es eine Aufgabe geben an der Stelle. Also in diesem Stream muss ich ganz ehrlich sagen, also sie sind um Ausreden in vielen Sachen nicht verlegen. Also da haben sie jetzt schon wirklich gut zugelernt, wie sie mit den Leuten umgehen, auch im Chat. You might be interested to know the Not really Yeah, the yeah. game, but just like kind of this is stuff for people who really want to see behind the scenes of how we do stuff and why we do it the way we do. Ja, wie gesagt, das ist If you ein... want to fly up and look down for a second, I can start there. Okay. Like, So wird es halt designen, ne? Down from Wild. above, side by side. So when we changed, is that the fewer the blocks, the better the performance. So you can consider this performance optimization too, to make them a little leaner, a little tighter, get them a better. Große Worte für die Performance in 7 Days.
and also Große Worte. There's a lot of benefits. A tighter experience. Das hoffe ich so sehr, dass die Performance besser wird. Okay, also in dem Modus, wo sie es bearbeiten, sieht das natürlich auch schon geil aus, ne? Da kann man natürlich viel dran ändern und machen und tun. Hat schon was. Mir gefällt es wirklich gut, wie die das machen. Ah, okay, das war die alte, das ist jetzt die neue Version. Ah, ja, okay. Piss off. Barbed wire spindles, and if you cut that flag hanging from the front, that's a Duke flag. Ah, okay. So this POI has kind of received some of the environmental storytelling of the Duke spin. Nice. So this POI, we did some affordances with it so that it could potentially be used for a bandit POI in the future. And zoom in a little bit closer to the car and the cinder blocks on this version. So you're going to see how, compared to the old one, it's a lot more detailed. We have a lot new art assets. Go a little bit lower so they can see the hydraulic jacks on that white. Yeah, that delayed on my screen, but yeah, just look at that white car and the yellow hydraulic jacks. Oh, you mean, okay. You mean that, okay. Ja. Ich wollte So gerade sagen, wo will er basically on denn the hin? old one, we just had rectangular shapes. Ist schon wild, also die Details davon, so der Reifen und so. With the new art, Für 7 Days. Zoe Salon was previously a tier 1 POI that many of you are familiar with. I know the YouTubers cover that one a lot. Ja. And so Stimmt. the one on the left is Vic Garrison's Viele YouTuber haben das genutzt. Ja. lawn store, also didn't have a home. So we had discussions on where would this best fit, and we landed on a design where we said, you know what, I think these two would work best in the commercial district. So if you look to your right, you can see that we've actually shrunken the building down a little bit, and we kind of put them together to build a strip. So that's why this is now called commercial strip. Okay. Feel free to get a little bit closer on the Die Links right wurden building. einfach zusammengesetzt. Ah, okay. Wild. There are a lot of very subtle things that you may not notice, like the awnings. So we Habe actually ich den have. Pansturm vorher Feel schon mal free to get gesehen? really Ich close bin mir to gar our nicht sicher. awnings, Lathan. Aber bestimmt, You'll wahrscheinlich notice schon. those are Noch not nie shapes. wahrgenommen. Those are actually art assets. So really sell that store facade or use that in a lot of different places. Idea of Jetzt the sind wir gerade size, beim the Gefängnis. shape of you can go higher too, so they can kind of see the roof a little Wow. bit. Exactly. Yeah, that's perfect. That's perfect. Yeah. So this is kind of the inspiration for this prison is more of a modern design. So you're gonna notice a lot of straight line and trims. Boah, da habe ich schon so Bock reinzustürmen und alles auseinanderzunehmen, ne? If you get a little bit lower to the lobby on the left, where the flag is, Okay. you kind of see it has kind of like wild. a wide glass entrance. Don't Boah, go mein inside. Hype ist so groß auf dieses Game, ne? Es ist unnormal. We have a Also lot of new auf die shapes. neue Alba It's ist es very Wahnsinn. subtle, Ich but habe if you so look at einen the top Bock of the drauf zu doorway, spielen. you see the silver. Wahnsinn. We call that a cladding shape. So it's more of a Oh modern yeah, design. if you look up at towards the roof line. Yeah, the roof line. There's like a silver color cladding shape where you can see kind of the separation between the shapes up and just kind of pan around the whole building. So, dann sehen wir nochmal das ganze Gebäude. Boah, krass, wie viel Zeug da jetzt auch rumliegt und da oben Wasser You see there's a auffangen. military tent there, the one that Eric was talking about. So kind of set up shop there maybe. Eieiei, Freunde, hier wird man richtig hart gespoilert, ne? Das ist ja Wahnsinn. Yeah, they got kind of like Das the ist ja verrückt, staff wie man parking in the gespoilert back. wird hier. You know, it's interesting. I don't want to get too much into the weeds on the design, but as Eric was talking about the two different prisons, Aber when we wirklich, design absolut, these spaces, we pay a lot of absolut wild. Ich attention bin wirklich to the begeistert. sublocations. Ich freue mich so For sehr. example, in Electro Company, okay, zum so this one was shown on Elektrowerk. a Twitter post maybe several months ago, released on the inside. So I at least wanted to show you guys what it looked like from the outside. Wow. So this is a new electrical company. Hard to explain. When I researched this, it's essentially a heat recovery system. Mir fällt gerade auf, er hat endlich mal ein relativ gutes Mikro. Besser als die Water, anderen auf jeden use Fall. that to create electricity, but there's a lot of sub areas in this one. The front is kind of like Oder sein Headset ist halt office besser. admin area. Right side is like an
where the generators are, and then the whole shebang. Wow. Heat recovery section is on the left. This one was really challenging. I had to do a lot of research on how these are in the real world. Okay, also es kommen immer mal wieder welche rein, die ihre Designs vorstellen. Fällt mir jetzt nach dem 8. auf. Der Kollege hat wohl hier dran gearbeitet. Style of the original design intent. Yeah, it's the same POI, but it's not the same. I mean, some things have changed, and we know since we have the key racks to open doors and the switches. That helps a lot in design. I literally change every part of this POI, trying to keep it the same way, but. Ja, die haben wirklich viel an den POIs geändert. I think we shrunk the towers a little bit. They were a little big, a little tall, but the buildings where they were a little bit chunky with the old blocks, we tried to thin things up and put the new art in, right? Actually, for this one, I raised the tower because it was too low. Oh, you raised this one? Okay, yeah. Yes. Okay. Yes, but I make it thinner using plates instead of blocks, so it looks like. Boah, der sieht aber krass aus, der Tower. Oben auf jeden Fall. Oha. Okay. This one, new, yes, wow, das sieht wild aus. This is a new 42 by 42 downtown POI. It's you can see it's a building that caught fire at some point and it was left just there. Das sieht wirklich krass aus. Also da kann man sagen, was man will. Das Gebäude, Wahnsinn. Everything went to hell. It was just left burn, and so you can get closer if you want. Ja. Geh mal bitte closer, ich will dann sehen. Here. Wow, sogar wie das Glas so spiegelt und so. Yes, to the other side. Yeah, go around. Ja. There's a use we can do with new blocks now. Like you have the smoke. How do you call that? I mean, the burn. Yeah, the stain or the stain of those, the stain. Yeah. Yeah, and so geht's mir im Englischen auch oft. Gehirnpause. Alter, warte, auch die Grafik hat sich wirklich geändert. Jetzt so abends, wo die Sonne da ist und so oder untergeht. Krass. Wow. Krass. Wie das aussieht. So. Also der Kollege, der hat wirklich sehr viel gemacht und ich möchte euch eigentlich auch ich werde euch in dem Video auch nicht alles zeigen, weil ich will euch auch nicht komplett spoilern. Ich zeige euch so die Highlights und was für mich am krassesten war. Und es soll ja auch noch ein bisschen Spannendes für euch bleiben, ne? Ist ja klar. Also sowas wie das hier zum Beispiel, das muss ich euch zeigen. Das ist ja Wahnsinn. Fancy place to live. Das ist really a fancy place to live. If you want to show more fanciness, you can go to the lobby. You can show the lobby. Okay. Yeah, there's a shim in there. Ah, okay. Oh, das ist schon krass. Reception area, many places to explore. So, da haben wir auch schon den nächsten Designer am Start. Und davon hatte ich euch schon erzählt in den letzten Videos von den gelben Zelten. This is a new type of tile that we have in Random Gen now. These spawn out in the wilderness. So when you're driving from city to city on your vehicle, you might come upon one of these, and they have a lot of randomness to them. So in this version, you can see there's the bridge is broken. Also wenn es dann gerendert ist, sieht's geil aus. It will spawn a bridge that's not broken. Naja, ist völlig normal, wenn du da in-game diese Schnellreise machst. Das ist völlig normal.
Okay, jetzt wird es tatsächlich nochmal richtig spannend. Also alle Trader, nicht alle, ich habe es gerade nicht ganz verstanden, aber die wollen die Trader jetzt nochmal durchgehen. Also die Händler. Mit wem fangen wir an? Mit Jen. Okay, nice. Jens Klinik. Wow. Oha. Wie groß ist denn bitte das Gelände? Das ist echt krass. Willi wild. Our trader POIs, we wanted to design them around the theme of that trader. Where Trader Jen is a medical. Ah, okay, die ist hier hinten links drin, die muss man ja auch erstmal finden, oder? Ist sie da? Ne, da ist sie gar nicht. Die ist wahrscheinlich in der Kirche, ne? Kann man auf jeden Fall gut viel looten bei der Größe, ne? Those over there, those are the new player vending machines. So, da können wir Sachen verkaufen, wenn wir dann mit mehreren Leuten auf einem Server sind. Okay, die Zelte bitte nur nicht spoilern. Die spoilern mir ein bisschen zu viel, Leute. Ein bisschen zu viel. Kannst du nicht rein? Wie wild ist das denn? Die hat einfach eine Kirche auseinandergenommen und hat sich da reingesetzt. Da ist auch das hässliche Schild. Wahnsinn. We wanted to put Trader Jen in a church because she was a healer, and that just kind of is a classic game design trope. And also, like, the music that plays is very soothing in the traders, in Trader Jen at least. So it kind of matches the tone of it. We want to show Trader Joel. Oh, and I guess I could mention you walked in there for a little bit earlier. There's there's the new vending machine. I don't know if you guys. Links, da. Ja gut. Pretty sure they saw it. Okay. There it is. There's a new vending machine. So the traders also have living quarters on their compounds so this is where she works in the church, and then there's a small little house outside here where she lives. Okay, die haben jetzt jedes Mal ein Haus, wo die leben normalerweise, aber her living space of what kind of a person she is. She obviously likes. You're not going to steal from Trader Jen. Apparently I am. Oh. Oh. Ja, das ist aber ja schon wieder. We're leaving now. Okay, so that kind of gives you an idea of this POI. Yeah, we can do Trader Joel. So, Trader Joel. Ah, das ist der in dem Forest, genau. Alter. Das haben die aber. So, traders now spawn in districts as well. They don't always spawn in the same entryway to towns. Sometimes they do. Das ist aber nicht der Haupteingang, oder? Nee, das war der nicht. So, Alter! Find someone like Trader Joe out on a gateway tile. Ah, da ist das große Tor, and then you okay. can go quest a lot of the wilderness POIs that way. This POI, before you go up there, oh, that was another thing, since you mentioned, or since you went in through the door there, all of our traders have doors on all sides to make it a lot easier to just sort of get into the trader from any direction, so you don't have to run around. Okay, da sind wieder die Automaten. It's much more convenient now. And then komm, sag mal von drin. Have multiple entrances into. Nun will ich so sehen hier. So you can jump up that ladder behind you. Oha, die Animation, dass es so aufgeht. Okay. Was ist denn da los? Okay, cool. So you can see there's side entrances, front and back entrances, and then on the building itself there's multiple entrances too. Helikopterlandeplatz, haben sie jetzt auch mal dran gedacht. You want to swing around and go through the front door to your left. Okay. Yeah, there you go. Wow. Wow. Now you can come in here, and so this
Trader Joel specializes in armor and clothing. So you can see that around with like the mannequins that are wearing armor. Das gefällt mir wirklich gut. Sieht gemütlich aus. Ich glaube, das wird mein Lieblingshändler. Aber warten wir mal ab. Vielleicht zeigen sie ja noch mehr. Aber krass. And then underneath. Ihr merkt schon, Freunde, ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt. Ich sitze hier morgens um 5 Uhr und bin völlig euphorisch. That if you go outside and go down the steps, you can kind of peek in through the window and see in there. Okay. Das gucken wir uns auch noch. So the idea was Trader Joel just kind of built his house here and then built his store right on top of da his wohnt house. er. So these are locked, so you can't get in there. You have to find a way to get in there. Wie krass. Clever enough, I'll be able to figure it out. Yeah, that kind of. Da war eine Werkbank, eine von did den. You want to show the workbench there? Destroy the workbench? Are we not showing that? No, I mean we can. I think they saw it in a. It might have. Ja, das ist ja schon. Okay. Das ist ja jetzt schon alte Butter hier, ne? Das kennen wir schon. Okay, für den nächsten Händler ist dann direkt der nächste Designer, oder den kennen wir, glaube ich, schon vom Anfang, oder? Boah, ich glaube wohl. Ja. Wow. Was ein wilder Händler. Okay, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Der ist auch krass. Da sind die ganzen Schilder und Bilder und alle Sachen, wo wir auch schon in den anderen Videos drüber gesprochen haben. Wahnsinn. Kommt noch geiler rüber, als ich gedacht hätte. Wahnsinn. Da ist die AK. Wow. Yeah, the new traders were especially a lot of work from a lot of different. Das glaube ich. Concept artists. Dass die viel Arbeit waren. Wahnsinn. Ja, Freunde, Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, dass Sie jetzt kurz vorm Ende sind. Sie haben noch wieder ein bisschen was von den Türen, Garagen und so weiter gezeigt. Das zeige ich euch jetzt in dem Video nicht. Da haben wir schon genug drüber gesprochen. Und ja, ultra wild. Mit diesen kranken Bildern hier verabschiede ich mich dann von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Nordmann. Yeah.